Hallo, ich grüße euch. Und wisst ihr was? Wir haben uns ein Fahrzeug gekauft. Und mehr dazu von der Frau, die mich interviewen wird. Was? Hä? Papa, fast jeder in Deutschland hat ein eigenes Fahrzeug. Es ist nichts ganz so Besonderes, sich ein Fahrzeug zu kaufen. Also, nur dass du es weißt. Naja, aber erstens hat nicht jeder so ein Fahrzeug, wie wir jetzt haben. Und zweitens, wir haben ein Fahrzeug für Afrika. Und was für ein Fahrzeug ist es dann? Also, ich dachte, wir kaufen uns so ein kleines, süßes, pinkes Fahrzeug. Ja, das ist ja, was du mal machen kannst, wenn du mal groß bist. Aber nein, was wir brauchen, ist ein richtiges Expeditionsfahrzeug, ein Tiny House auf Rädern, mit dem wir auch durch das schwierigste Gelände kommen. Yes. Denn wir gehen dahin, wo normalerweise kaum jemand hinkommt. Papa, du hast da gerade riesige Fahrzeuge gezeigt. Ich dachte, wir kaufen uns einen normalen Geländewagen, wo wir dann Offroad mitfahren können, oder? Also, ja, das war auch mal eine Überlegung gewesen, ein ganz normales Geländefahrzeug zu kaufen. Aber wir wollen an so viele verschiedene Orte, zu dem Stammesgebiet, zu dem anderen Stamm, in das kleine Dorf, um denen zu helfen und zu unterstützen. Wir werden so viel auf Achse sein, dass wir einfach unser Zuhause dabei haben wollten. Also wirklich ein Tiny House, aber auf 4 Four-Wheel-Rädern, dass wir überall durchkommen, aber auch eben unsere Küche, unser Bett, unser Homeschool-Zeug, alles, was wir brauchen und was wichtig ist, immer dabei haben. Nice. Aber jetzt nochmal ganz von vorne. Also, wie hast du so ein Fahrzeug überhaupt gefunden? Ich meine, so ein Fahrzeug steht nicht bei jeder Ecke, oder? Ich persönlich weiß nichts davon. Liebe Tochter, da hast du total recht. Genauso war es auch. Erstens gibt es nur wenige Fahrzeuge und die meisten, die ich gefunden habe, die waren unerschwinglich. 500.000 aufwärts. Und ich war echt enttäuscht. Und dann habe ich gemerkt gehabt, es gibt eine andere Möglichkeit. Es gibt Leute, die sind so verrückt, die bauen sich solche Fahrzeuge selber aus. Und zwar nehmen die alte Feuerwehrautos, die sind meistens super gepflegt, haben wenig Kilometer und bauen sich die zu einem genialen Geländefahrzeug um. Und danach habe ich dann gesucht. Hä, und du erzählst es jetzt so ganz einfach. Also, hast du es dann direkt gefunden, unser Fahrzeug? Oder ging das etwas schwerer? Ja, das war sogar richtig krass. Also ich habe schon in Amerika angefangen, in den ganzen, im Internet, was es da so gibt, Kleinanzeigen, mobile.de und so weiter, jeden Tag zu gucken. Habe die Webseiten durchforstet und tatsächlich, ich habe ein richtig geniales Fahrzeug gefunden von einer ganz netten Familie mit 3 Kindern für bezahlbaren Preis. Ich glaube, das waren ungefähr so 45.000 und ich dachte mir, voll gut an. ja, das war auch richtig gut. Und das Fahrzeug hieß Maggie und ich habe mich sofort in Maggie verliebt und habe gesagt, ja, wow, das kaufen wir uns. Habe mit dem Mann geschrieben und der Mann war auch total offen und hat auch gesagt, er wartet, bis ich wiederkomme. Und dann ein paar Tage später hat er mir geschrieben, es tut ihm voll leid. Einer seiner besten Freunde kam bei ihm vorbei und der hat es jetzt gekauft. Und das war echt traurig für mich. Na gut, dann habe ich weitergesucht und als wir in Deutschland waren und habe wieder ein total, ein altes, aber super Fahrzeug gefunden. Wieder von einem super netten, tollen Mann. Es hat ungefähr 30.000 Euro gekostet. Und ich dachte mir, wow, das ist ein richtiges Schnäppchen. Voll. Ich meine, es war relativ klein hinten, dieser Aufbau. Aber ansonsten, es war genial und der Mann war total nett. Und weißt du was? Was? Das Fahrzeug hieß wieder Maggie. Dachte ich mir, Krass. boah, das ist ja kein Zufall. Wie cool. Voll. Und dann habe ich mit ihm gesprochen und habe gesagt, gehabt, Mensch, das möchte ich haben. Und er fand es total toll, was wir machen wollen, auch in Afrika. Ja. Und hat dann gesagt gehabt, okay, also du kannst es dir anschauen, ich halte es dir zurück. Und ich habe mich super gefreut. Wow. Und dann kurz bevor ich kommen wollte, hat er mir geschrieben, hat gesagt gehabt,
ey, jetzt war gerade einer meiner besten Freunde da. Schon wieder? Ja, und hat gesagt, ja, und der wollte es jetzt kaufen und der hat eigentlich Vorrang. Die kennen sich, seitdem sie kleine Kinder sind. Ich bin auch immer noch mit ihm in Kontakt, aber das war dann wirklich echt krass für mich. Und das war immer eine emotionale Bergauf und bergunter und bergauf und bergunter. Und immer der beste Freund, ne? ey, ich kam mir echt komisch vor. Ja. Aber ich persönlich hätte es auch meiner besten Freundin gegeben. Also. Es ist ja jetzt voll blöd, dass es nicht geklappt hat, aber hast du nicht gerade davon gesprochen, dass wir schon ein Auto gekauft haben? Oder? Ja, also ich habe gestern den Vertrag unterschrieben. Ich habe es noch nicht. Es gehört mir auch noch nicht. Aber der Vertrag. Und zwar ist es ein Fahrzeug, was ich gesehen habe, was ganz ähnlich ist. Es ist übrigens genau das gleiche Fahrzeug wie beide Maggies. Krass. Hinten aber sogar noch ein bisschen größer. Und hat mir richtig gut gefallen. Aber es war zu teuer gewesen. Der Mann wollte 65.000 dafür. Und dann dachte ich von Anfang an, nee, das brauche ich ihm gar nicht schreiben. Aber in seiner Anzeige hat er reingeschrieben, Preis ist eben nicht das Wichtigste. Und dann habe ich mit einem Freund drüber geredet, habe mir dann gedacht gehabt, okay, ich kann ja zumindest mal anfragen. Und habe dann gefragt gehabt, okay, wie wär's? Und dann ging er wirklich darauf ein und letztendlich zahlen wir bloß 35.000. What? Ja, der ist Krass. fast die Hälfte vom Preis runtergegangen und das ist super genial und ich freue mich mega. Also nochmal danke Jürgen an dich, bist ein klasse Kerl. Ja, also es ist ja voll cool, dass der Preis so arg runtergegangen ist, aber ich meine, 35.000 ist schon noch eine Summe. Und wie hast du das jetzt so mit dem Geld gemacht? Ja, ich habe keine 35.000, ich hab eigentlich ja gar nichts. Aber es war so gewesen, dass meine Kirche, die hat schon letztes Jahr für uns Geld gesammelt. Ungefähr so 27.000. Das war schon wahnsinnig, dass sie das gemacht hatten. Voll. Richtig cool. Und dann kamen einfach mal 2 Freunde auf mich zu, die wussten im Gespräch von mir, dass ich gesagt habe, ich bräuchte so ein Fahrzeug. Und dann haben sie gesagt gehabt, Mensch Andi, das finde ich so cool, ich möchte Geld geben. Und so haben nochmal 2 große Beträge kamen nochmal dazu, dass wir genau uns jetzt dieses Fahrzeug kaufen konnten, direkt. Wow, voll cool. So, aber jetzt mal ernsthaft, was halten deine Kids eigentlich davon? Das ist eine sehr gute Frage, aber weißt du was? Diese Frage kannst du viel besser beantworten. Naima, was haltet ihr davon? Also ich persönlich finde es richtig, richtig cool, dass wir das machen als Familie. Auch das sind im Auto leben und so. Ich glaube natürlich, sind auch sehr viele schwere Sachen dabei, aber auch sehr viele Vorteile. Aber für mich persönlich ist es auch sehr wichtig, so den Menschen zu helfen und mir macht das auch richtig, richtig Spaß. Und da fühle ich mich einfach so, dass ich irgendwie auch so dafür berufen bin oder so. Und ich bin damit auch sozusagen aufgewachsen. Deswegen, genau. Aber was auf jeden Fall für mich, glaube ich, fast am allerschwersten wird, ist, dass wir immer oder fast die ganze Zeit halt immer reisen und wieder weggehen von dem Ort und wieder hinkommen. Und dass ich halt immer Freunde finden muss, ganz neu, und dann wieder Freunde komplett wieder weglassen muss. Also, und dann wieder neue Freunde finden und wieder weglassen. Und ich glaube, das wird richtig, richtig schwer für mich. Aber ansonsten, ich freue mich so darauf. Und vielleicht kommen uns auch mal ein paar Leute besuchen. Absolut. Und was kommt jetzt, nachdem wir das Auto ja jetzt bald kaufen? Und was muss dann gemacht werden? Also, ich habe noch keinen Führerschein. Einen Autoführerschein habe ich, aber ich habe keinen LKW-Führerschein. Das heißt, ich werde jetzt meinen LKW-Führerschein machen. Der kostet mich ungefähr 2.500 Euro. Krass. Und dann geht es um Umbau und Ausbau. Also das Fahrzeug ist cool, aber es muss viel dran gemacht werden. Ja. Es muss auch fit gemacht werden, nicht für 2 Personen, wie es davor genutzt wurde, sondern für 6 Personen. Vor allem vom Innen, ne? Mit dem, dass wir dann schlafen müssen und alles. Richtig. Genügend Betten, wir brauchen einen großen Kühlschrank. Es sind so viele Sachen, die da einfach rein müssen. Übrigens, der große Kühlschrank ist das Wichtigste für meinen Papa. Wenn er eine Sache sagt, die ihm wichtig ist, dann ist es ein riesiger Kühlschrank. Ja, dem ist so. Ja, aber einfach viele Dinge, die man braucht, um so ein Fahrzeug wirklich fit zu machen für eine große Familie. Ja. Und wir werden einiges, gerade an der Kabine hinten, wo wir sozusagen schlafen und sitzen werden,
wenn wir viel machen. Aber auch an der Fahrerkabine, wo wir sozusagen dann fahren, muss einiges gemacht werden. Da müssen auch noch genügend Sitze rein. Also es kommen schon noch viele Herausforderungen auf uns zu. Und dann habe ich noch vor, ich werde am 8. Januar nach Äthiopien fliegen für 2 Wochen. Und werde dort das Projekt besuchen, was wir dort haben, das Boarding House und meine Freunde dort und werde zu dem Stamm der Kara gehen. Genau, und da werde ich euch auch ein Update schicken und euch natürlich ausführlich erzählen und berichten, wie es mir ergangen ist. Aber Papa, jetzt mal ehrlich, ich glaube, die ganzen Leute wollen jetzt endlich mal ein Bild sehen vom Auto. Kein Problem. Das ist das Auto. Es ist groß, es ist gewaltig, es ist super geländefähig. Yes. Und es ist im Endeffekt genau das, was wir uns gewünscht haben. Und wir sind super dankbar, dass es jetzt klappt. Voll. Aber Naima, wie können die Leute, die jetzt gerade zuschauen, wie können die uns helfen? Weil alleine schaffen wir es nicht und wir wollen ja so schnell wie möglich nach Afrika kommen. Ja, also ihr könnt uns helfen, zum Beispiel, wenn jetzt jemand von euch da mega begabt ist mit praktischen Sachen, kommt und helft uns, einfach schreibt uns und wir würden uns so darüber freuen, richtig? Absolut, ich brauche das. Ja, ihr könnt uns einfach da oben schreiben und wir würden uns echt mega freuen. So, und dann ist es ja nicht nur so, dass das Auto was kostet, sondern auch die Umbauten, die wir machen werden. Und Papa, wie viel denkst du, so kosten die Umbauten so ungefähr? Also, da muss ich schätzen. Ich schätze ungefähr zwischen, vielleicht so 15.000, vielleicht auch ein bisschen mehr. Es liegt einfach daran, dass wir sehr viel umbauen müssen, um es für eine 6-köpfige Familie bewohnbar zu machen. Viele Dinge müssen ausgetauscht werden. Und auch wir brauchen viel Equipment, um eben dann auch vor Ort Sachen zu haben, die wirklich stabil und gut sind. Und Qualitätssachen kosten eben Geld. Und dann ist es auch so, ich werde zwar alles selber, beziehungsweise hoffentlich mit vielleicht auch deiner Hilfe umbauen, aber für die Umbauten werde ich mir einen Berater zulegen. Ich habe da jemanden kennengelernt im Schwarzwald, der das beruflich macht, Expeditionsfahrzeuge ausbauen und der wird mich unterstützen und aber dafür will er auch ein bisschen Geld haben. Und dann jetzt schon mal ein Dankeschön an alle, die uns helfen, die was spenden würden gerne oder die einfach wirklich im Gebet mit uns dabei sind. Und dann haben wir auch noch ein paar neue Sachen. Und zwar haben wir einen Instagram-Account, der heißt Compassion Family. Den linken wir auch nochmal hier unten. Und zwar könnt ihr da einfach wirklich mehr kürzere Updates von uns sehen. Einfach, wo wir gerade sind, Fotos von uns, was wir gerade machen und alles. Auch in unseren Stories. Und deswegen auf jeden Fall folgt dem auf jeden Fall. Und dann wünschen wir euch einfach noch einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.